Willkommen in meiner ayurvedischen Küche. Heute gibt es eine sagenhafte Kirschpanna Cotta. Und bevor wir gleich loslegen, möchte ich noch das eine oder andere Fragezeichen klären, was mit Sicherheit in dem einen oder anderen Kopf auch entstanden ist. Nämlich Panna Cotta und Ayurveda, wie passt das denn zusammen? Das passt insofern zusammen, als dass wir in der ayurvedischen Alltagsküche schauen, dass wir bekannte Gerichte so anpassen, dass sie darmverträglicher sind und somit den Körper weniger belasten. Wir schauen also nicht nur auf den individuellen Typ, sondern auch darauf, wie etwas noch besser verdaut werden kann. Und für diese himmlische Creme benötigen wir ungefähr 150 Gramm Kirschen. Ich habe jetzt frische Kirschen gekauft und sie vorher entkernt. Ihr könnt natürlich aber auch gerne Kirschen aus dem Glas nehmen. Dann benötigen wir 600 Milliliter Sahne, 2 Esslöffel voll Ahornsirup und ungefähr 12 Gramm Agar-Agar, ein pflanzliches Geliermittel. Dann benötigen wir den Abrieb einer Zitronenschale, ungefähr so ein Teelöffel voll, dann eine Messerspitze gemahlenen Kardamom und etwas Abrieb von, ist ja lustig, dass ich auch noch so mache, den Abrieb von etwas Tonkabohne. Und optional, so ein bisschen was für den Crunch, ein Esslöffel voll Buchweizenkerne. Aber jetzt geht's endlich an die Zubereitung. Als allererstes geben wir unser Agar-Agar-Pulver in eine kleine Schüssel. Und als nächstes geben wir etwas von unserer Sahne zu unserem Agar-Agar-Pulver, damit sich das so richtig schön gleichmäßig auflösen kann. Wirklich nur ein kleiner Schwupps, das reicht schon. Und dann können wir das hier schon mal schön verrühren. Und die nächsten Schritte sind auch kinderleicht. Wir geben unsere Sahne in einen Topf. Dann gebe ich den Ahornsirup hinein, unser Agar-Agar-Pulver, und dann folgt unsere herrlich duftende Tonkabohne. Bei der Tonkabohne ist es wirklich wichtig, nur einen kleinen Abrieb in diese wunderbar herrliche Creme zu geben, weil Tonkabohne tatsächlich sehr, sehr intensiv schmeckt. Da reicht wirklich nur ein kleines bisschen. Und natürlich darf unser Kardamom nicht fehlen. Das Ganze lassen wir jetzt kurz aufkochen, so ungefähr 2 Minuten. Und dann können wir es schon in die Gläser füllen. Geht wirklich ruckzuck, aber es gibt noch einen Haken und zu dem komme ich gleich. So, und man sieht auch schon relativ gut, dass das Ganze allmählich eindickt. Und deswegen lasse ich es auch wirklich nur kurz aufkochen. Oh, herrlich. Ha, schade, dass es kein Geruchsfernsehen gibt. Aber die Tonkabohne, die verströmt hier unfassbar fein ihr Aroma. Ich lasse die Creme ungefähr 5 Minuten nochmal abkühlen und dann kann ich sie abfüllen. Und in den 5 Minuten könnt ihr sie natürlich immer wieder mal zwischendrin umrühren. Und jetzt kommt es zum Haken. Der Haken ist nämlich der, dass unsere Creme ungefähr 2 bis 3 Stunden benötigt, um auch fest zu werden. Aber ich sage euch, ich verspreche euch sogar, es lohnt sich wirklich abzuwarten. Die 5 Minuten sind rum und ihr könnt schon sehen, die Creme ist deutlich fester geworden. Dann befülle ich jetzt mal die Gläser. Die Creme ist abgekühlt, die wandert jetzt in den Kühlschrank und wir kümmern uns um unsere Kirschen. Für unsere wunderbaren Kirschen gebe ich jetzt einen Esslöffel Ghee in diesen Topf. Ihr könnt aber natürlich auch einfach geschmackloses Öl oder auch Butter nehmen. Dann gebe ich die Kirschen schon hinzu. Und dann lasse ich das sanft einköcheln. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr natürlich auch noch etwas Ahornsirup zu den Kirschen geben. Das gibt natürlich dann auch noch mal eine ganz feine, süße Note.
Und wie ihr hier schön sehen könnt, zerfallen allmählich die Kirschen. Ich mag das total gerne. Ihr könnt natürlich selber schauen, wie ihr die Konsistenz der Kirschen mögt. Ich persönlich koche das Ganze auch immer ganz gerne etwas vor. Einfach deswegen, damit sich hier auch schon schön die Aromen miteinander verbinden können. Die Zitronenschale, die lege ich mir hier schon mal hin. Die kommt allerdings erst zum Schluss hinzu. Die Kirschen haben jetzt genau die Konsistenz, die ich haben möchte. Und ich gebe jetzt noch die Zitronenzespen hinzu. Dann verrühre ich das Ganze nochmal. Und dann können wir es auch schon abkühlen lassen und die Küche aufräumen. Das ist so herrlich gerade, dieser Duft, den die Küche erfüllt, die Kirschen, dann der Ahornsirup, der auch natürlich einen ganz besonderen Duft verströmt und natürlich jetzt die Zitrone. Ihr könnt euch wirklich freuen. Ich räume jetzt wie gesagt die Küche auf und wir sehen uns dann danach wieder. So ihr Lieben, meine Panna Cotta Creme ist nun endlich fest geworden und jetzt werde ich nochmal die Kirschen aufwärmen und die Buchweizenkerne anrösten und dann kann geschlemmt werden. Und hier erkennt ihr auch schon wieder den Unterschied zur herkömmlichen Panna Cotta, die ja in der Regel auch kalt genossen wird und auch eher sehr süß ist. Im Ayurvedischen ist es immer wichtig, dass wir die Sachen wirklich warm zu uns nehmen. Denn der Körper muss dadurch weniger Energie aufbringen, um die Nahrung zu verarbeiten. Und genau deswegen ist es nämlich auch wichtig, dass ihr die Creme sozusagen schon etwas vorher aus dem Kühlschrank holt, damit die so ein bisschen auf Raumtemperatur kommen kann. Und jetzt geht es zu den Buchweizenkernen. Die werden natürlich auch vorher von mir angeröstet. Warum? Natürlich, weil sie durch die Wärme etwas bekömmlicher werden. Und zusätzlich können sie durch das Rösten ihr nussiges Aroma nochmals mehr entfalten. Und es gibt einen hervorragenden Crunch. Die Buchweizenkerne gebe ich ohne Fett in die Pfanne, sodass sie ihr nussiges Aroma besser entfalten können. Ihr seht also ein rundum warmes Dessert und tatsächlich ist es auch wichtig, denn unterschiedliche Temperaturzustände in einer Mahlzeit, das kann unsere Verdauung belasten. Und unsere Buchweizenkerne sind jetzt auch fertig. Schaut sie euch mal an. Und hier könnt ihr auch schon schön sehen, wie die Buchweizenkerne richtig schön Bräune abbekommen haben. Und jetzt geht es ans Stapeln. Die Creme befindet sich ja bereits im Glas. Jetzt kommen noch die warmen Kirschen drüber und als Topping unsere Buchweizenkerne. Da kommen jetzt hier schön die Kirschen drüber. Und jetzt von unseren knusprigen Buchweizenkernen. Und jetzt geht's ans Probieren. Kommt wieder gar nicht zum Sprechen. Dieses Dessert ist himmlisch und es schmeckt tatsächlich unheimlich leicht, obgleich da Sahne drin ist. Und diese Fruchtigkeit der Kirschen, die Süße des Ahornsirups und die Säure der Zitrone, alles in allem einfach gelungen. Ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß habt beim Nachmachen wie ich. Ich löffle jetzt weiter und, hätte ich mich fast versprochen, Moment. Köstlich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Liebe, eure Mangal.